Herzlich willkommen in der Noch Modellbauwelt in Wangen. Mein Name ist Sebastian Topp, bei mir ist der Rainer Noch. Wir dürfen euch heute zusammen die Noch Neuheiten 2026 vorstellen. Und Rainer, du fängst gleich mit den Figuren und dem passenden Fokus-Thema 2026 an. Ich habe hier schon ein bisschen was gesehen. Ja, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Sebastian, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir es wieder auf die Reihe gekriegt haben, unsere Neuheiten rechtzeitig fertig zu kriegen. Demnächst startet ja die Spielwarenmesse in Nürnberg, wo wir das dann alles auch im Original zeigen werden. Und das erklärt auch, weshalb hier bei dem kleinen Schaustück, was wir auf dem Tisch vor uns haben, die Beschilderung noch fehlt. Da arbeiten die Kollegen im Moment noch dran, aber bis zur Messe wird es dann alles fertig sein. Was wir hier haben, ist ein Teil unserer Spur H0 Figuren. Neuheiten. Es gibt dieses Jahr 12 Sets für die Spur H0, es wird 6 Sets für die Spur TT und 6 Sets für die Spur N geben. Diese Figuren, und das ist das Schöne für Sie als Kunden, werden bereits mit dem Start der Spielwarenmesse im Handel verfügbar sein. Ja, was sind jetzt so ein paar Highlights aus meiner Sicht? Wir haben hier auf dem kleinen Brett zum Beispiel das Thema Einschulung. Da sind Eltern mit Kindern mit Schultüte und die Großeltern auf dem Weg zur Schule. Oder wir haben hier das Set Bären und Wölfe in allen 3 Spurweiten H0, TT und N. 2 Bären, 4 Wölfe und ein Hirsch. Besonders gut jetzt hier nicht zu sehen, gefällt mir das Set Fahrradfahrer. Wir haben zwar schon mehrere Fahrradfahrer im Programm, aber wir haben festgestellt, es gibt noch keine Stehenden, also Personen, die neben dem Fahrrad stehen oder die ihr Fahrrad schieben. Passend dazu wird es dann noch ein Set geben, das nur Fahrräder ohne Menschen und Fahrradständer enthält, sodass man auch jetzt, ich denke an Bahnhofsszenen, das wunderschön ausdekorieren kann. Dann haben wir noch ein bisschen makaberes Set, das ist unsere Kriminalpolizei mit Leiche, und da ist dann wirklich alles dabei, was man braucht, um so eine, ja, sagen wir mal, eine leicht makabere Szene im Modell darzustellen. Wir haben eben den Kripo, wir haben die Spurensicherung, wir haben einen Streifenpolizisten, der den Tatort absichert, und natürlich die passende Leiche dazu. Ich kann das Thema aber gleich nachher, wenn wir die Themenwelten zeigen, wieder ein bisschen entschärfen, aber da gehe ich dann nachher drauf ein. Ich wollte es gerade sagen, ich gehe mal gerade rüber. Wir haben ja nur ein paar Produkte hier auf dem Tisch. Ich besorge mal Nachschub, bin gleich wieder da. Ja, ich habe jetzt hier noch so ein paar weitere Themen, die ich einfach kurz ankündige. Unsere neuen Figuren Mega Sparsets. Das sind 5 Sets für die Spur H0. Die enthalten jeweils zwischen 29 und 45 Figuren. 45 ist jetzt relativ viel, aber da sind vor allem kleine Tiere drin, deswegen sind es mehr geworden. Diese Mega Sparsets sind besonders preisgünstig, und die gibt es zu verschiedenen Themen, zum Beispiel bei der Arbeit, auf dem Bahnhof, stehende und laufende. Dann, und das ist jetzt natürlich ein bisschen paradox, weil Weihnachten ist gerade vorbei, aber ich freue mich trotzdem, dass ich Ihnen wieder einen Adventskalender ankündigen kann, der im September 2026 verfügbar sein wird. Wir werden wieder die Figuren Adventskalender machen für alle Spurweiten, die Spur H0, TT und N, und weil unser Spur Z Adventskalender, den wir 2025 erstmals gemacht haben, sehr, sehr gut angekommen ist, wird es auch wieder einen Spur Z Adventskalender geben. Das Besondere bei dem Spur Z Adventskalender, diese Figuren sind nicht handbemalt, sondern sie sind vollfarbig 3D gedruckt, während die Figuren in allen anderen Adventskalendern handkoloriert sind. Der Figuren-Adventskalender, der ist bekannt, der kommt jedes Jahr, aber hin und wieder, und so auch dieses Jahr, machen wir auch einen sogenannten Deko-Adventskalender. Das ist also ein Themen-Adventskalender, mit dessen Inhalt man ein Thema wunderbar ausdekorieren kann. Der Deko-Adventskalender ist zum Thema auf dem Bahnsteig und enthält 24 Figuren und Zubehörteile, um einen Bahnsteig perfekt auszudekorieren. Auch dieser Adventskalender wird im September 2026 verfügbar sein.
Kommen wir zu den Figuren-Themenwelten. Sebastian, herzlichen Dank. Ja, ich komme gerade mal rein und tausche die mal aus. Tauschen wir das mal aus hier. Genau, und ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, worauf das rausgeht. Ja, genau. Du hast recht. Das passt. Wir haben hier nämlich die Figuren-Themenwelt Filmset. Wenn man jetzt wirklich keine Lust hat, so eine makabere Mordszene auf seinem Diorama oder seiner Anlage darzustellen, dann kann man das hier als Tatort-Filmaufnahme verpacken oder eine sonstige Krimi-Filmaufnahme. Im Filmset enthalten ist ein Regisseur, ein Kameramann, ein Mann mit Megafon, ein Tonassistent, Beleuchter, Kameras, Scheinwerfer und sogar eine Windmaschine. Also damit kann man jetzt ein richtig professionelles Film-Setup auf seiner Anlage realisieren. Wir haben noch, insgesamt haben wir 6 verschiedene Themenwelten, dieses Jahr zu 6 verschiedenen Themen. Filmset habe ich gerade erwähnt. Auch ganz Besonderes ist die Themenwelt Fitnessstudio mit allem, was dazugehört, um ein Fitnessstudio auszustaffieren, einzurichten. Da ist eine Hantelbank, Hantelständer mit Lang- und Kurzhanteln, Crosstrainer, Cardio-Fitnessgeräte und natürlich die passenden trainierenden Personen dazu. Und denken Sie mal so an die Szenen in Kalifornien, da sind ja dann die Fitnessstudios häufig auch Open Air, direkt am Strand. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie dieses Thema in Ihre Modellszenerie einbauen könnten. Ganz besonders gut gefällt mir auch noch die Themenwelt Weihnachten. Wir haben hier einen Weihnachtsmann, 2 Männer mit Geschenken. Der eine, der krabbelt gerade in so eine riesige Geschenkbox rein, von dem sieht man nur das Hinterteil. Wir haben eine Frau, die in einem gemütlichen Ohrensessel sitzt und die Weihnachtsgeschichte vorliest. Ein Kind auf dem Schaukelpferd und mein persönliches Highlight, ein Hund mit einem Elchgeweih. Also damit lassen sich wunderbare Weihnachtsszenen dekorieren. Kommen wir zu unseren H0 3D Masterfiguren. Sebastian, ich tausche das gerade mal wieder aus. Dankeschön, genau. Großartig. Ja, man sieht es auf den ersten Blick. 3D Masterfiguren stehen ja für vollfarbig 3D gedruckte Figuren. Und in diesem vollfarbigen 3D-Druck lassen sich jetzt Details darstellen, die mit der Handbemalung nicht so ohne weiteres funktionieren. Und wir haben uns dieses Jahr so ein Überthema rausgesucht. Das Überthema, man erkennt es unschwer, lautet Motorräder. Es wird also insgesamt 15 H0 Motorradszenen geben, bei denen man dann sogar die unterschiedlichen Maschinen erkennen kann. Also ich gehe jetzt hier vielleicht mal auf das Tourenmotorrad mit Socia ein. Der Motorradfahrer erkennt unschwer, da handelt es sich um eine BMW GS 1200 oder 1250. Es gibt eine Motocross-Maschine im Gelände, einmal macht sie Wheelie, einmal fährt sie normal. Wir haben einen Chopper mit Rocker und Socia hinten drauf. Wir haben Polizeimotorräder, deutsche Polizei, holländische Polizei, belgische Polizei. Wir haben ein deutsches Ambulanzmotorrad und leider, was heißt leider, wir haben einen Motorradunfall. Es ist Gott sei Dank dem Fahrer nichts passiert. Der steht neben seiner Maschine und kratzt sich den Kopf, weil er sich darüber ärgert, dass er sein Lieblingsstück demoliert hat. Also mit diesen farbig 3D gedruckten 3D-Master-Motorrädern können Sie jetzt Ihre Straßen noch realistischer ausdekorieren und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Bleiben wir beim Thema 3D-Master-Figuren. Wir haben ja vor einigen Jahren mit diesen farbig gedruckten Figuren in der Spur N und der Spur Z angefangen und auch das setzen wir dieses Jahr fort. Wir haben 9 Figuren für die Spur N und 5 Figuren für die Spur Z. Für mich die Highlights sind die Rennradfahrer, Mountainbiker, die Bergsteiger und auch hier ein kleines Set mit ein paar Motorrädern drin für die Spur N und für die Spur Z. Es sind sehr, sehr realistische Figuren und ich denke mir, gerade in den kleinen Spurweiten sind viele Themen noch gar nicht verfügbar und das wird sicherlich dazu beitragen, dass die Modellwelten belebt werden.
Wir bleiben immer noch beim Thema 3D-Masterfiguren. Sebastian, reicht mir gerade aus, aber ganz kurz noch eine Frage zu den Motorrädern. Ja. Ich oute dich jetzt. Ja. Du bist ja selber auch Motorradfahrer. Ja, ist deine Maschine auch mit dabei? Ja, ich fahre diese GS. Okay. Deswegen war das die einzige, die ich erwähnt habe. Auch direkt erwähnt. Also die ist auch dabei, aber so vollgepackt bin ich nur selten unterwegs. Die sind wirklich sehr schön geworden, auch gerade bei den Polizei- und bei den Notarztfahrzeugen sind hinten auf den Koffern auch diese Beschriftungen lesbar durch diesen Farb-3D-Druck. Also das ist schon ziemlich faszinierend, was da machbar ist. Schon ein cooles Qualitätsniveau. Absolut. Ja. Und gerade auch in Spur N, da geht es ja jetzt weiter, die sind auch großartig, finde ich. Klaust du mir gerade die Butter vom Brot? Ich mache erstmal noch bei der Spur Z weiter. Die Fahrzeuge, die farbig 3D gedruckten Fahrzeuge in der Spur Z, die erfreuen sich wirklich ganz, ganz große Beliebtheit. Und für die Zetis gibt es ja nicht so viel. Und aus diesem Grund schieben wir dieses Jahr 4 weitere Modelle nach. Da ist zum einen der Porsche Traktor P133, wieder mit Figur auf dem Traktor, und diese Sets enthalten jeweils zwei Modelle, also 2 Traktoren. Dann haben wir einen VW Golf 1 als Cabriolet mit Insassen. Wir haben einen Kleinbagger Bobcat, ebenfalls mit Bedienern auf dem Fahrzeug. Und last but not least, aber da ist nur ein Fahrzeug im Set, weil es relativ groß ist. Das ist ein Feuerwehr Mercedes-Benz Sprinter. Das waren jetzt die Fahrzeuge Spur Z, und als ganz besonderes Highlight, und das Brettchen habe ich schon hier, freue ich mich sehr, Ihnen anzukündigen, dass wir dieses Jahr auch starten mit farbig gedruckten Fahrzeugen für die Spur N. Da gibt es insgesamt 8 Modelle, die sehen wir alle hier auf dem Brett, aber die werden sicherlich auch nochmal eingeblendet. Wir haben zum Beispiel den VW Käfer mit einem Dachkoffer, wir haben den VW T2, also den Klassikerbus, wir haben einen Porsche 911, wir haben auch hier, wie eben schon in der Spur Z präsentiert, einen VW Golf 1 mit einer innen sitzenden Figur oder im Golf sitzenden Figur, und wir haben den Porsche Traktor P133 mit einer Figur. Das ganz Besondere, wenn Sie diese Figuren oder diese Fahrzeuge mal im Handel dann live sehen, gehen Sie ganz nah ran und schauen Sie in das Fahrzeug rein, und Sie erkennen innen sitzend die Fahrer und die Beifahrer. Die werden also quasi hinter der transparenten Glasscheibe mit gedruckt. Ja, das waren unsere Figurenneuheiten hier aus der Modellbauwelt. Sebastian, ich muss mich verabschieden. Ich sollte einen Stock tiefer, weil da habe ich gehört, da warten 2 Damen auf mich, und da gehe ich natürlich gern. Da warten 2 Damen, aber die warten jetzt nicht mit dem Kaffee, sondern das ist ein ganz besonderer Artikel, scheinbar heute angekommen, und den würde ich dann unten im Bistro präsentieren mit den Damen zusammen, und deswegen klaue ich dir die Fahrzeuge wieder und sehr gerne. Gehst in Richtung Kolleginnen. Genau. Ich bin mal sehr gespannt, was die vorbereitet haben. Dich sehen wir später dann mit diesen Produkten gleich wieder. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Figuren. Ich habe noch mitgebracht die Soundszenen 2.0. Und zwar, Soundszenen gibt es ja schon bei uns im Programm, oder gab es bei uns bisher schon im Programm. Wir haben die nochmal überarbeitet, diese Soundszenen, und dabei 6 neue Sounds für die Spur H0 und für die Spur N kreiert. Es gibt einmal einen Bereich, der findet so im ländlichen Alpenraum auch teilweise statt. Da gibt es Kuhglocken, da gibt es Hühner mit Hahn, der eben kräht. Und Alphornbläser ist auch ein sehr, sehr schönes Set. Baumfellarbeiten. Und für den Bereich, der vielleicht eher im Dorf oder in der Stadt stattfindet, haben wir eben Kirchturmglocken und eine Straßenmusikerin. Was ist jetzt das Neue an diesen Soundszenen 2.0? Wir haben hier zum einen neue Figuren gemacht, die sind im Prinzip neu konstruiert worden, und die gibt es auch nur exklusiv in diesen Soundszenen. Also wenn ihr diese Figuren haben mögt, dann gibt es die eben nur in diesen Soundszenen. Die sind handbemalt, also sehr, sehr schön auch dekoriert wieder. Wirklich tolle Figuren geworden. Und wir haben die Technik deutlich verbessert. Deutlich verbessert heißt, die Tonaufnahmen sind besser von der Qualität her. Also der Lautsprecher wurde ein bisschen ausgebaut, die Qualität der Soundchips wurde verbessert.
Wir haben jetzt einen Wiedergabemodus, den man einstellen kann. Also ihr könnt mit einem Knopf, der eben auch bei dieser Soundszene dabei ist, entweder das Ganze einmal ablaufen lassen. Sounds dauern so zwischen 30 Sekunden und einer Minute, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Oder ihr könnt das Ganze auch auf Dauerschleife laufen lassen, was Sinn macht, wenn man eben Sounds hat, die man vielleicht mehr als einmal hören mag. Das kann man einstellen auf dem Chip, kann man wechseln. Es ist eine Lautstärkenregelung mittlerweile auf diesem Chip verbaut. Das war auch bei den alten Soundszenen nicht der Fall, dass man die Lautstärke regeln konnte. Das ist jetzt möglich. Und wir haben natürlich ganz neue Sounddesigns gemacht. Zwei Highlights vielleicht. Mein persönliches Highlight. Ich bin gern in den Bergen unterwegs. Das ist so mein Hobby, das weiß der eine oder andere auch schon. Diese Kuhglocken, die habe ich selber aufgenommen und ich habe ein bisschen Angst vor Kühen, um ehrlich zu sein. Also das war eine etwas lustige Erfahrung, aber die habe ich tatsächlich aufgenommen am Hochgrat hier bei uns um die Ecke in Oberstaufen. Und das zweite Highlight, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Nora Weichenherz, haben wir sie genannt, die Schlagersängerin, die hier eben in der Fußgängerzone steht, mit ihrem Gitarrenkoffer und ein Lied singt. Dieses Lied heißt Er liebt die Bahn und sie singt von ihrer verflossenen Liebe, die sich nicht einer anderen Dame zugewendet hat, sondern eben seiner Modellbahn. Finde ich sehr schön, dieses kleine Osterei in Anführungszeichen, was in diesem Song eben versteckt ist. Auch eine sehr, sehr schöne Änderung ist, dass diese Soundszenen günstiger geworden sind. Das ist immer ein Thema. Modellbahn ist klar kein günstiges Hobby. Wir haben uns aber hier wirklich Mühe gegeben und wir können die ab sofort für 29,99 € anbieten, diese Soundszenen 2.0, statt der bisherigen, die lagen bei 37,99 €. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Reduktion im Preis eben geschafft und das geben wir gerne an euch weiter, damit ihr hier eben auch eure Modelllandschaften entsprechend günstig ausgestalten könnt. Dann darf ich als weiteres Highlight vorstellen die 3D-Kits. Die werden dieses Jahr im Herbst erscheinen. Und zwar im Rahmen der sogenannten Noch-Saison-Promotion. Das ist eine Aktion für unsere Fachhändler. Da nehmen bestimmte Fachhändler teil. Wer da teilnimmt, der kann eben diese Produkte bei sich im Laden anbieten. Und welche Modellbahnhändler dort mitmachen, das erfahrt ihr eben ab September auf der www.noch.de, also bei uns auf der Website. Und diese 3D-Kits sind im Prinzip 3D gedruckte Teile, die wir allerdings auf der Platte, also auf der Druckplatte, so wie sie sind, liefern. Das heißt, die könnt ihr nehmen, könnt die von dieser Platte trennen, zum Beispiel mit dem neuen Noch-Werkzeugset. Und könnt sie anschließend bemalen, zum Beispiel mit den Ammo-Farben, die wir auch im Programm haben. Das Besondere ist, dadurch werden die jetzt relativ günstig. Also wir haben hier die Grundidee, viel Inhalt für günstiges Geld. Diese Sets liegen zwischen 9,99 € und 10,99 €. Und in so einem Set drin sind zum Beispiel, wir haben eins mit Ladegütern, da sind 25 Metall, 5 Holzfässer und 20 Gasflaschen drin, also 50 Teile. Die sind unbemalt und die liegen eben, wie gesagt, bei 9,99 € bzw. 10,99 €. Das heißt, ihr kriegt eine ganze Menge Material für kleines Geld. Und das sind jetzt auch keine komplizierten Teile, wo man Sorge haben muss, dass man die nicht bemalt bekommt. Ich sage mal, so ein Fass kann man im Zweifel auch mit einer Spraydose lackieren oder eben mit den Ammo-Farben handbemalen. Fahrräder haben wir auch, da sind dann zum Beispiel 14 Fahrräder in einem Set, die sind eben auch unbemalt. Aber das ist natürlich was, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Bahnhofsvorplatz ausdekorieren oder ihr habt irgendwo so einen Fahrradständer, da braucht man einfach, da braucht man Masse, klar, da müsst ihr ein paar Fahrräder hinstellen und da habt ihr eben hier die Möglichkeit, recht günstig unbemalte Teile zu bekommen und die könnt ihr dann eben später selber bemalen. Lieferbar werden die sein ab Oktober. Wie gesagt, ab September wird bei uns auf der Website schon zur Verfügung stehen die Liste der Fachhändler, die eben teilnimmt. Schaut da drauf, sprecht auch eure Fachhändler direkt drauf an und sagt, ihr wollt diese Produkte, die können die eben bei uns beziehen, wenn die an dieser Saisonpromotion teilnehmen. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Der Rainer ist ja vorhin schon in Richtung der Damen gegangen und die haben wohl noch ein Produkt ausgegraben oder gefunden oder gerade bekommen. Ich bin selber sehr gespannt, was da kommt und gebe mal weiter an den Rainer. Schön geworden. Mhm. Doch alles abgestimmt. Hallo, servus. Hallo Was noch. habt ihr denn hier Schönes? Wow, die neuen Geschenkboxen sind da. Genau. Das ist ja super cool. Ja, Da warten wir uns schon eine ganze Weile drauf. Ich darf Sie beide erstmal kurz vorstellen.
die Frau Sonja Bernhard, unsere Key Account Managerin, und die Franziska Peschel, unsere Grafikerin. Und ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam dieses ganz neue und ganz besondere Produkt präsentieren. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, auf die Geschenkboxen? Ja, das war so ein langer Prozess. Wir haben immer im Team diskutiert. Wir haben diese wunderschönen Figuren handbemalt für die verschiedenen Spurweiten und haben immer gedacht, irgendwas muss man mit denen doch noch zusätzlich anstellen können. Wenn wir eben auch gehört haben, die Figuren, die werden teilweise gekauft von Fotografen, um kleine Szenen der Natur nachzustellen. Die werden gekauft, um kleine Dioramen, Geschenkdioramen zu basteln, Geburtstagsgeschenke oder auch zur Hochzeit, so eine kleine Strandszene. Die werden aber auch da habe ich lachen müssen, auch gekauft, um Kuchen zu dekorieren. Also, gute Idee. Also auf so Geburtstagstorte kommt dann, oder auf eine Hochzeitstorte kommt dann oben das Brautpaar drauf. Und dann haben wir lange überlegt, was könnten wir mit den Figuren machen? Und dann sind wir auf diese Geschenkboxen gekommen. Und das Projekt, das läuft jetzt tatsächlich seit 2 Jahren. Also vor 2 Jahren war so die erste Idee und dann haben wir da Ideen hin und her gekickt und wir kommen ja dann im Gespräch noch ein bisschen drauf, wie das dann so weiterlief. Aber ich würde jetzt einfach ganz gern mal zeigen, was diese Geschenkboxen so können. Das ist ein sehr stabiler Karton, die kann man natürlich aufmachen, die Geschenkbox. Und dann haben wir innen drin so ein Fach für ein kleines Geschenk, da kann man einen Geldschein reinlegen oder einen Ring. Und wir haben hier dann noch Laschen, da ist auch eine kleine Karte, die man dann beschriften kann. Man könnte hier auch so einen Einkaufsgutschein reinklippen. Und das Besondere an den Geschenkboxen ist natürlich die zum Geschenkanlass passende Figur. Und ich zeige das mal, wenn man die zumacht, da ist übrigens so ein Magnet, vielleicht hört man sogar. Ja, das schließt also richtig satt, ja, das ist dann auch stabil. Und die Figur ist handbemalt und sichtbar durch dieses kleine Klarsichtfenster hier oben drin. Und die kann man dann natürlich dann, wenn man die Geschenkbox nicht mehr mag, rausnehmen. Ich habe jetzt hier mal die Figuren, die haben alle so eine kleine Standfläche. Und dann kann man sich die Figur ins Regal stellen oder auf den Schreibtisch oder wo auch immer. Oder man lässt es in der Geschenkbox drin. Ja, das war die Idee dahinter und wir haben jetzt 10 verschiedene Boxen, die wir heute präsentieren. Als diese Idee dann in der Firma in die Breite kam, wie war denn da so die Reaktion im Team auf diese Produktidee? Also das Team war sehr interessiert oder auch sehr begeistert, kann man sogar sagen, dass mal was ganz anderes dazu kommt. Vor allem natürlich als Mädels, als Frauen ist es natürlich eine schöne Sache zu sagen, Mensch, wir können jetzt auch mal aus den Vollen schöpfen in eine ganz andere Richtung. Ja. Ist ja ein ganz anderer Anlass, weg von der Modellbahn in diesem Sinne. Und was natürlich sehr schön war, Sie haben uns ja dann auch als Team mit eingebunden. Das war so eine kleine Geschichte für sich. Gell? Also ich bin mit der Idee dann gekommen und da gab es dann auch schon Designs. Und die Idee, super, haben alle gesagt, tolle Idee. Und die Designs, so eher von älteren Herren für ältere Herren. Und dann habt ihr mich ja ausgebremst. Dann habe ich Ihnen ja quasi die Projektleitung übertragen und habe sie gebeten, jetzt macht's doch mal junge und frische Designs. So schlimm war es nicht. Also wir sind natürlich tatsächlich mit den Designs erst mal losgegangen. Und erst im Prozess haben wir auch festgestellt, was spricht uns an, was spricht uns nicht an. Was auch sehr spannend war, es kam eigentlich relativ bald raus, was sind Anlässe, die auf jeden Fall Klassiker sind, ob das jetzt Hochzeit ist, Geburt eines Babys, Geburtstag, da haben wir auf jeden Fall einen tollen Markt. Bei manchen Anlässen war es so, wie kriegen wir das umgesetzt? Einladung zum Essen zum Beispiel, Einladung zu einem Umtrunk. Ja. Und dann kam aber, und das war schön, die Ideen aus dem Team, Mensch, warum sollen wir das mit dem Trinken nicht lassen? Wo haben wir es hier? Cheers. Warum nennen wir es nicht einfach Cheers? Weil da gibt es unendlich viele Anlässe dazu, sei es bestandene Prüfung, Führerschein, runder Geburtstag, Jubiläum, neue Wohnung, neuer Job.
Und ja, zum Feiern ist immer genug. Okay, haben mich überzeugt. Ich nehme es gleich mit. Genau, und das Schöne war natürlich, das Team hat sich sehr gefreut, auch eingebunden werden zu sein und dass wir unsere Vorschläge mit einbringen durften, konnten. Und so ist auch das ganze Team steht richtig dahinter und freut sich Frau jetzt. Peschel, Sie haben das ja dann alles großartig grafisch umgesetzt. Also wirklich ganz großes Kompliment an der Stelle. Dankeschön. Das ist so ein lebendiges, frisches Design. Also ich finde die Boxen wirklich großartig. Wollen Sie ein bisschen was erzählen zur grafischen Entstehung? Ja, also wir haben uns im Team auch intensiv Gedanken erstmal über das Produkt gemacht. Welche Zielgruppen wollen wir ansprechen? Was steht im Mittelpunkt? Was muss irgendwie herausstechen? Und genau, das Ziel war es eben auch, die Figuren irgendwie als Blickfang zu erhalten und trotzdem ein ansprechendes Design quasi zu kreieren, was vielleicht auch eher eine breite Zielgruppe anspricht. Deswegen haben wir es auch ein bisschen schlichter gehalten, auch von den Farbtönen her. Die Figuren, dass die Figur besser wirkt, genau. Es war echt ein schönes Projekt, weil man auch man konnte eben ganz frei gestalten sozusagen und die Figuren wurden auch passend zur Box quasi bemalt, also farblich passend und das war irgendwie mal so was ganz anderes eben und hat echt riesen Spaß gemacht. Dann hoffen wir mal, dass das gut ankommt, dass wir noch in Zukunft ganz viele weitere Boxen machen können. Genau. Ideen hätten wir, glaube ich, noch genug. Genau. Ja, großartig. Also vielleicht hier zu 10 Boxen haben wir jetzt, 10 verschiedene Themen. Was auch noch wichtig ist, die sind alle so auch gestaltet worden, das habt ihr ja auch grafisch toll umgesetzt, dass sie mehrsprachig funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt also auf Texte und so weitestgehend verzichtet. Hier haben wir zum Beispiel die Box Glückwunsch zum Baby. Das steht nirgendwo drauf, aber es ist klar, weil oben ist ein Pärchen drin und die halten ein Baby auf dem Arm und hier so eine, wie nennt man das nochmal, so eine Trockenleine, so eine Wäscheleine, genau. Wäscheleine, wo Babyklamotten dranhängen. Also das und von den Farben eben auch neutral. Also das kann man sowohl einem Mädchen oder auch einem Bub eben schenken. Also ganz bewusst weder blau noch rosa, sondern das machen wir jetzt grün und dann passt es auf jeden Fall. Genau. Ja, das sind tolle Themen. Also ich finde auch dieses Just Married großartig. Ja, wir haben hier einen Oldtimer vorne, den Just Married Schriftzug, so diese berühmte Taube, die dann oftmals zum Fliegen kommt. Und das Brautpaar natürlich oben drin und dann den Oldtimer aus einer anderen Perspektive nochmal, wenn man die Box entsprechend aufmacht. Wo werden eigentlich die Boxen verkauft? Wo können wir die denn beziehen? Tja, das ist jetzt eine richtig spannende Frage. Also wir gehen jetzt dann mit den Boxen auf die Messe nach Nürnberg. Da haben wir dann auch ein paar Termine mit potenziellen Kunden. Ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere Spielwaren- und Modellbahnhändler sagt, hey, ihr habt da so einen coolen Theken-Display dazu, das stelle ich mir jetzt mal auf die Verkaufstheke und schau mal, ob da was funktioniert. Ich hoffe aber auch vielleicht auf ein paar Papeteriegeschäfte, die möglicherweise auf diese Produkte aufmerksam werden. Aber wir werden es natürlich auch im eigenen Online-Shop anbieten. Also ich glaube, ich nehme mal an, dass ab wenn dann die Messe am Dienstag startet, dann wird das alles schon scharf geschalten sein. Und der Liefertermin ist ja ab Mai vorgesehen. Das ist dann noch ein ziemlich tougher Zeitplan. Ja. Hoffen wir mal, dass wir das alles rechtzeitig hinkriegen. Rechtzeitig zu den Hochzeiten. Rechtzeitig zur Hochzeitssaison, genau. Genau. Vielleicht noch so zum Preispunkt. Die werden so um die 14 € kosten, eine Box. Aber wie gesagt, handbemalte Figuren, sehr, sehr hochwertig. Und also wenn man es in die Hand nimmt, das ist sehr, sehr wertig. Frau Bernhard, Frau Peschel, herzlichen Dank. Es war super, wird ein toller Artikel. Ich freue mich da riesig drauf. Und ich schaue jetzt mal direkt in die Kamera. Das ist vielleicht nicht unbedingt was für die Modellbahner, die sich vermutlich dieses Video ansehen auf YouTube. Aber vielleicht ist was für Ihre Partnerin, für Ihre Frau, für Ihre Mutter, für die Nachbarn. Weisen Sie die einfach auf diesen tollen Artikel hin und helfen Sie uns, dass das zu einem Erfolg wird. Ich übergebe jetzt an den Sebastian, der wartet schon im Fotostudio mit der nächsten Neuheit und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen zwei. Dankeschön. Danke noch.
Ja, jetzt sind wir bei uns im Fotostudio in der Firma noch. Ich glaube, wir haben eine Kamera hinter der Kamera, die kann man dann mal zeigen und dann sieht man auch die beiden Kollegen, den Noah und den Karim, die hier uns begleiten beim Videodreh auch. Und dann sieht man auch mal so ein bisschen, was wir hier an Aufwand betreiben mit den Anlagen und mit den Modellen, die hier alle rumstehen. Gut, ich habe vor mir hier auf der rechten Seite ein wunderschönes Diorama stehen mit wunderschönen Herbstbäumen. Das ist nämlich eine der Neuheiten, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen dieses Jahr. Das ist eine der schönsten Jahreszeiten überhaupt, finde ich. Die Herbstzeit gerade in den Bergen auch wieder, weil wir hier zum Beispiel Lärchen haben, die tatsächlich, ist einer der wenigen Nadelbäume, beziehungsweise der einzige Nadelbaum, der im Winter seine Nadeln abwirft und die verfärben sich im Herbst so schön gelblich. Und wir haben hier 3 Lärchen, die in der Masterbaum-Serie erscheinen. Die sind, da muss ich jetzt gerade mal kurz schauen, 17, 19 und 22 cm hoch. Das Besondere an dieser Masterbaum-Serie ist, das sieht man hier auch, die sind auf einem Drahtrohling aufgebaut. Dieser Drahtrohling wird von Hand hergestellt, also wirklich gedreht, wird anschließend bemalt auch in diesem dunkelbraun, was wir haben, und dann eben sehr, sehr aufwendig mit Nadeln und auch mit Flock hier veredelt. Die Bäume, das sind wirklich an sich schon Standalone-Modelle, also die sind so schön, haben einen weiteren großen Vorteil. Ich kann diese Baumrohlinge, also hier auch diese Äste, ein bisschen nachformen, weil die aus Draht sind. Das heißt, ich kann die hier sehr, sehr gut an meine Landschaft auch anpassen. Wenn man auch Gruppen stellt, die vielleicht ein bisschen, jetzt gerade auch mit dieser Hütte hier vorne, die ragen dann nicht in die Hütte rein, sondern du kannst den Ast dann wirklich so biegen, dass der vielleicht sogar auf so einem Hüttendach aufliegt und so weiter. Sehr, sehr schöne, sehr hochwertige Bäume. Die Fichten bzw. die Lärchen, Entschuldigung, bleiben natürlich hier nicht alleine. Wir haben auf der linken Seite, habe ich es hier gerade mal vorbereitet, auch Laubbäume. Und da haben wir eine Eiche, einen Ahorn und eine Birke. Unschwer zu erkennen ist die Birke, das ist die mit dem weißen Stamm und dem weißen Geäst, das wir hier haben. Und man sieht jetzt auch hier mit der Kamera, wenn man das nachher im Detail auch mal anschaut, sehr gut, wie filigran diese Rohlinge sind, wie filigran das hier auch alles beflockt ist. Und dadurch wirken diese Bäume natürlich sehr, sehr schön. Wir haben teilweise auch zweifarbige Beflockungen, das haben wir eben in diesem Fall, oder auch, wenn ich es gerade mal drehen darf, hier hinten, upsala, mit dieser mittleren Herbstlerche. Bäume verfärben sich ja dann je nach Lichteinfall, je nach Wasser auch, und da gibt es dann teilweise sehr, sehr schöne Zweifarbigkeiten, auch während kurzer Zeiten im Herbst. Das haben wir dann eben hier auch versucht nochmal zu zeigen. Eiche, Ahorn und Birke sind eben auch in verschiedenen Höhen beziehungsweise jeweils in ihrer eigenen Höhe natürlich erreichbar oder erhältlich. Das heißt, wir haben einmal eine 21 cm große Birke hier. Der Ahorn, das ist der kleine hier mit 15 cm, und die Eiche in der Mitte hat die 20 cm. Das sieht man hier auch ganz gut. Diese Bäume kommen übrigens ganz bewusst ohne Angabe von Spurweiten. Das ist natürlich ein Baum, der jetzt nicht nur für die Modellbahn, sondern auch für den Modellbau, also wer jetzt Dioramen bauen möchte, jetzt gerade auf der rechten Seite zum Beispiel, da fährt ja gar kein Zug, das ist einfach nur eine wunderschöne Landschaft, die hier gestaltet wurde, mit einem Wanderer als zentrales Objekt vor dieser Hütte eben. Und wer jetzt keine Modellbahn baut, sondern einfach Landschaften bauen möchte, der kann die sehr, sehr gut benutzen. Wir haben auf der Verpackung und auch im Internet auf www.noch.de bei den jeweiligen Produkten auch die Größen und dann auch nochmal reingeschrieben, zu welchen Maßstäben die passen. Also 1:72, 1:35 zum Beispiel sind auch gängige Dioramenbaumaßstäbe. Da passen die auch sehr, sehr gut dazu. Die Bäume werden erhältlich sein ab August, also sind dann pünktlich auch zum Herbst da. Wir haben ja manchmal ein bisschen unsere Themen mit Lieferzeiten. Da haben wir ein bisschen Puffer eingeplant. Geplant ist August, aber dann werden sie auf jeden Fall im Herbst da sein. Und preislich liegen die zwischen 16,99 und 28,99. Ist ganz klar dieser hohen Handarbeit und dieser hohen Qualität einfach geschuldet, das muss man ganz klar sagen. Aber dafür bekommt man eben auch einen wunderschönen Baum. Thema Bäume. Ich sehe gerade, der Rainer ist gerade reingekommen ins Fotostudio. Du hast auch noch einen speziellen Baum mitgebracht. Ja, noch einen ganz, ganz besonderen Baum, den ich hier drüben dann präsentieren darf. Ja, Sebastian, vielen Dank. Nach deinen wunderschönen Herbstbäumen darf ich ein eher sommerliches oder frühlingshaftes Modell präsentieren, aber ein ganz, ganz besonderes Baummodell, das wirklich das Zeug zu meiner Lieblingsneuheit hat. Es ist ein 16 cm hoher Masterbaum und unter dem Masterbaum befindet sich eine Dame, die in einer Hängematte
schläft und das Schöne an dem Modell ist, die Hängematte ist ein Micromotion-Modell, das heißt, die wird bewegt. Ich drücke mal auf den Knopf, dann sieht man das auch sehr schön, wie die Hängematte hin und her schaukelt. Die Geschwindigkeit kann man übrigens auf der Platine justieren. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie funktioniert so ein Modell eigentlich? Wir haben unter der Hängematte einen kleinen Magneten verbaut und unter der Oberfläche, also unter dem Boden der Anlage, geht nochmal so ein kleiner Motor hin und her mit einem zweiten Magneten und nimmt die Hängematte vorwärts, rückwärts mit. Das Modell wird über einen handelsüblichen Transformator angeschlossen, ist damit also auf jeder Modellbahnanlage einbaubar und wie ich denke, ein echtes Highlight für die Modellbahn. Ja, wie gesagt, meine Lieblingsneuheit dieses Jahr, und jetzt wird der Sebastian noch weitere Neuheiten auf dem wunderbaren Diorama präsentieren. Ja, jetzt muss ich mich erstmal kurz bedanken, dass du mich hier nicht in die Pfanne gehauen hast. Und zwar bei uns intern, wir haben schon so ein bisschen gelästert, die Herbstbäume gehen manchmal, bei manchen sagen, die gehen gut, andere sagen, die gehen nicht so gut. Mir gefallen sie persönlich sehr gut. Dir gefällt das Grüne besser. Deswegen haben wir da schon einen Kasten Bier in der Wette am Laufen, wer nachher den höheren Verkaufserfolg hat. Deswegen bitte alle Herbstbäume kaufen, ganz dringend. Nee, also Baum mit Hängematte, keine Diskussion. Passt auf jede Anlage. Du mit deinen Herbstbäumen, wer baut eine Herbstanlage? Keiner, noch nicht, weil es keine Bäume gibt. Aber es ist eigentlich auch egal, weil wir teilen uns nachher den Kasten. Genau. Wäre es schön, wenn ihr einen oder anderen Baum kauft, je nachdem, was euch besser gefällt. Alles klar, dann machen wir weiter. Bis gleich. Genau. Ich darf jetzt hier nach den wunderschönen grünen Neuheiten bzw. herbstlich bunten Neuheiten erstmal auf auf das Kontrastprogramm, eben diese Mauer im Hintergrund hinweisen. Da haben wir auch schon so ein bisschen gelästert intern und haben gesagt, wahre Schönheit kommt von innen. Allerdings ist es natürlich so, dass sehr, sehr viele Bahnbauten, gerade bei uns in Deutschland, also Stuttgart zum Beispiel kennt man von der Einfahrt, wenn man da durchfährt, eben mit diesen Betonmauern gestaltet sind, und die fallen bisher bei uns im Programm so ein bisschen unter den Blick, und deswegen haben wir dieses Jahr ganz neu eine Hartschaumserie Betonmauer mit im Programm. Die besteht im Wesentlichen aus 5 Elementen. Wir haben einmal wirklich eine glatte Wand, in Anführungszeichen. Wunderschön zu sehen auf dieser glatten Betonwand sind diese Schaltafeln, also diese Abdrücke, die man wirklich im Beton auch im Original sehr, sehr gut sieht. Dann haben wir natürlich 2 Portale. Einmal hier auf der hinteren Seite haben wir diese einfache Einfahrt und hier vorne eben dieses doppelte Portal. Und dann gibt es auch Arkadenmauern, einmal geschlossen, wenn man jetzt eben einen Hang abfangen möchte, oder hier auch geöffnet, wodurch man wunderschöne Galerien auch bauen kann. Und das ist natürlich, auch wenn man jetzt sagt, vielleicht Beton ist nicht so mein Thema, echt ein schöner Blickwinkel, den man da in Anlagen reinbauen kann. Und wenn man das jetzt hier eben so aufbaut, wie das hier geschehen ist, dann findet es natürlich trotz der Betonoptik wirklich eine sehr, sehr schöne Ausdrucksweise und mit Lokomotiven und Waggons nachher bestückt, wenn du da durchgucken kannst. Das ist eine richtig, richtig schöne Sache. Diese Hartschaumserie ist natürlich dann wirklich für Zweckbauten geeignet, gerade auch für städtische Regionen. Ich glaube, gerade die Modellbahner aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel werden sich auch sehr freuen, weil da eben auch sehr, sehr viele solcher Mauern zu finden sind. Die Optik ist sehr, sehr detailliert, habe ich gerade schon darauf hingewiesen, mit diesen Schaltafeln, die wirklich zu sehen sind. Die Verarbeitung ist auch sehr einfach. Auch da möchte ich noch mal kurz auf das neue Noch-Werkzeug hinweisen, was wir seit diesem Jahr dann im Programm haben. Es gibt einmal das Noch-Werkzeug-Set, das ist so ein kleines Mäppchen, wo alles mit drin ist. Und es gibt auch einzelne Werkzeuge. Wir haben da zum Beispiel Feinsägen, Schleifmittel, Flexi-Schleifpads, die auch sehr, sehr gut geeignet sind, um diesen Noch-Hartschaum eben zu bearbeiten. Der Hartschaum kann, das ist sehr, sehr gut, mit Heißkleber verarbeitet werden. Das heißt, du kannst mit einer Heißklebepistole das Material aufkleben, oder auch, haben wir auch neu im Programm seit diesem Jahr, den noch Sekundenkleber, wenn es dann eben feinere Teile sind, gerade bei den Betonmauern, die sind etwas dünner als die bekannten bisher, lässt sich das mit dem Sekundenkleber auch sehr gut zusammenkleben. Diese Artikel werden ab November 2026 im Handel verfügbar sein und werden preislich zwischen 14,29 und 20,49 liegen. So, und ich darf dann noch mal einen Schritt weiter gehen nach hier vorne und schauen, was wir da noch alles an Neuheiten im Bereich Bahn finden.
Hier vorne auf der Anlage haben wir ein paar Kleinigkeiten versteckt wirklich, die muss man teilweise suchen. Die heißen 3D Minis, nicht von ungefähr, die sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr mini stellenweise. Wir haben diese Produkte 3D gedruckt, die werden dann für euch handbemalt und sind aufbaufertig verpackt. Das heißt, ihr könnt die einfach direkt in eure Modellbahn in diesem Fall einbauen. Die Themen sind alle sehr nah am Gleis. Man sieht hier zum Beispiel vor mir direkt so eine Zugvorheizeinrichtung. Wir haben hier hinten Schaltmittel, ganz, ganz klein, sieht man kaum, ist hier hinten ein Grenzzeichen eingebaut. Und für die Weichen, die hier weiter hinten stehen, haben wir auch nochmal Weichenlaternen. Natürlich einmal nach links und einmal nach rechts gehend und auch einen elektronischen Weichenantrieb. Also keinen elektronischen Weichenantrieb für die Modellbahnweiche, sondern das, was die Bahn im Original neben der Schiene liegen hat. Und so kann man hier natürlich wunderschön seine Weichenstraßen ausgestalten. Ich persönlich finde, das gibt so einer, ich bin jetzt böse, Gleiswüste, dann immer so dieses kleine gewisse Extra. Und das macht das natürlich dann in der Summe richtig schön, sehr, sehr detailliert, sehr besonders auch. Die Themen hatte ich gerade schon erklärt. Für mich persönlich Highlight vielleicht noch ganz kurz am Rande ist wirklich dieses Grenzzeichen. Das ist so, so klein und die sind ja so rot-weiß wechselnd bemalt im Original. Die werden nicht handbemalt, sondern die werden auch gleich farbgedruckt, weil wir in diesem Farbdruck eben auch in diesen kleinen Grenzzeichen diese Farbwechsel von weiß auf rot mit drin haben. Sehr, sehr schön. Und persönlich gefallen mir auch sehr gut diese Weichenlaternen, die sind auch, so wie sie sind, eben sehr, sehr filigran und machen echt was her, auch mit diesen weiß-schwarz halbierten Stellhebeln. Wirklich echt schön. Die Preise liegen hier unisono bei allen Produkten bei 9,49 €. Je nachdem ist dann bei manchen, also es ist ja nicht nur ein Grenzzeichen drin, sondern ein paar mehr Grenzzeichen drin, Schaltmittel auch, Zufuhreinrichtungen, da haben wir dann eben auch Schläuche und so weiter mit dabei. Liefertermin ist hier ab Oktober diesen Jahres, werden die im Fachhandel verfügbar sein. Ebenfalls im Oktober, da gehe ich mal rüber, werden die LaserCut Minis verfügbar sein. Die 3D Minis sind eben auch sehr bahnnah dieses Jahr ausgestaltet. Wir haben, vor mir ist es hier sehr, sehr gut erkennbar, groß und gelb, ein sehr schönes Lademaß. Das gefällt mir persönlich tatsächlich sehr gut. Ich finde diese gelben Sachen genial, weil gelb ist ja die Hausfarbe, was logischerweise natürlich meine Freude an der Farbe gelb ein bisschen erklärt. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch sehr, sehr schön, weil es ein toller Kontrast ist farblich auch. Deswegen das Lademaß, das macht echt was her, das zieht die Blicke auf sich. Wir haben hier auch in Gelb, das ist weiter auf der anderen Seite, Trittgitter. Die gibt es allerdings nicht nur in Gelb, die kann man auch in Grau bekommen. Also die haben wir in Gelb und in Grau. Wir haben hier auf der linken Seite auch noch Bahnschwellen. Das ist auch sehr, sehr schön. Wenn man mit der Bahn durch die Gegend fährt, sieht man eigentlich in jedem Bahnhofsbereich, in jedem Abstellbereich liegt immer mal wieder irgendwo eine Schwelle rum. Die werden ausgetauscht, die werden natürlich zwischendurch abgelagert, bevor die dann abtransportiert werden. Auch das kann man hier wunderschön mit diesen LaserCut Mini Gleisschwellen nachbauen. Wir haben dann noch eine Gleiswaage, die ist hier vorne verbaut. Das ist auch sehr, sehr schön. Ein kleines Häuschen für den Wieger, wahrscheinlich heißt der Wiegemeister oder sowas, mit Trittgittern auch dabei. Sehr, sehr schön. Und neben der Strecke finden sich ja oftmals auch Schrebergartenhäuschen. Da haben wir da hinten verbaut, von mir aus auf der ganz anderen Seite, einen Waggon, der früher ein Waggon war und jetzt eben umgebaut wurde zu einer kleinen Gartenlaube. Die kann auch wunderschön in einem Schrebergarten stehen. Diese wunderschönen kleinen LaserCut Minis liegen alle zwischen 10,99 und 16,49, werden ebenfalls im Oktober 2026 zur Verfügung stehen und im Handel sein. Und jetzt habe ich den Florian, den darf ich nochmal zu mir bitten. Hallo Florian. Hi. Du bist maßgeblich mit an der Entwicklung tätig gewesen, diese 3D-Minis und auch der LaserCut-Minis. Die sind ja sehr bahnnah. Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen was dazu erklärt. Genau. Wie kam es zu der Idee und vielleicht auch so ein bisschen, was sind denn deine Lieblingsprodukte aus der Serie? Ne, man muss sagen, eigentlich ist dieses Jahr so ein Portfolio oder ein Sammelbecken von ganz vielen kleinen Ideen, die ich irgendwie schon über die letzten Jahre immer mal hatte, wo wir jetzt gesagt haben, jetzt passt es mal rein, wir bringen es mal zusammen. Und das entwickelt sich immer aus einem Prozess. Also ich merke selber, wenn wir Dioramen bauen, ich brauche irgendwas, sei es jetzt mal, der Prellbock war zum Beispiel für die 3D-Minis so der Start. Ich brauche irgendwas, man kennt es, aber Prellböcke, die Sachen, die es halt gibt, sind immer irgendwelche Spritzgussbausätze, man muss sie zusammenbauen, das ist irgendwie sehr kleinteilig.
Und mir schwebt halt irgendwie eine fertige Lösung vor, aus der Packung, sieht gut aus, drauf, fertig. Das ist auch mal der Start von den 3D-Minis. Und dann haben wir so ein 5-teiliges Segment rumgebaut und haben halt gemerkt, okay, das kommt bei euch wahnsinnig gut an. Dann haben wir jetzt gesagt, jetzt bauen wir es halt weiter aus. Und deswegen kommen jetzt zum Beispiel Gleichschaltmittel, Grenzzeichen, du hast es gerade schon aufgelistet, alles dazu. Mein Highlight, ich bin ja eigentlich N-Bahner, das ist auch kein Geheimnis, sind allerdings, weil wir haben ja manche Sachen nicht nur in H0, sondern auch noch in N, die weichen Laternen. In H0 allerdings, weil die sind etwas anders noch zu N. Du hast gesagt, die Grenzzeichen sind farbig gedruckt, die weichen Laternen in H0 auch. Hat den Hintergrund, die sind innen drin hohl, beziehungsweise transparent besser gesagt gedruckt. Das heißt, man könnte jetzt von unten, da ist ein Lichtleiter drin, eine LED unten ransetzen und dann leuchtet die weichen Laterne. Super. Und das ist natürlich so ein kleines Gimmick, macht unfassbar viel her auf der Anlage. Gibt es so aktuell relativ wenig auf dem Markt, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht. Und das ist so von den 3D-Minis mein Highlight. Und das kann ich verstehen. Ich kenne noch von den Märklin-Weichen, glaube ich, war es. Die hatten auf den K-Gleisen und meine sogar auf den M-Gleisen damals auch schon diese beleuchteten Gleislaternen drauf oder Weichenlaternen mit drauf. Aber die sind natürlich am Gleis verbaut. Das heißt, jemand, der jetzt nicht dieses Gleissystem verwendet oder vielleicht auch das Gleissystem verwendet, aber eben nicht die elektrischen Antriebe der Hersteller, der hat natürlich hier gar keine Möglichkeit, in diesen Genuss dieser wunderschön beleuchteten Laternen zu kommen. Und von der Lichtfarbe her würde ich die jetzt eher so als warmweiß bezeichnen. Wir haben ja auch die LEDs bei uns im Programm. Genau. Da haben wir auch warmweiße, glaube ich, mit dabei. Richtig. Also die aus den Microrooms, die könnte man dann direkt dazu kaufen, drunter setzen und das Ganze dann anleuchten. Super, das klingt wirklich gut. Ja, du hast gerade angesprochen, das habe ich ganz vergessen gerade. Diese Produkte sind alle in Spur H0 verfügbar und bei den Lasercard Minis haben wir auch einige in Spur N. Die Holzschwellen kommen in Spur N, also die alten Bahnschwellen. Jetzt erwischt du mich auf den Fuß. Okay. Genau, und die Trittgitter in Gelb und in Grau jeweils auch. Ja, stimmt. Stimmt, die waren auch. Manche Sachen, das ist auch der Grund, warum wir es nicht in N bringen können. Das ist zum Beispiel bei den 3D-Minis genauso. Es ist irgendwann zu kleinteilig. Ja. Also gerade Grenzzeichen, um das nochmal zu erwähnen, das sind so, vorsichtig gesagt, kleine Pilze, die fallen gar nicht auf. Also die sind wirklich maßstäblich so klein, dass wenn wir sie in N machen würden, wäre es ein Staubkorn, besser gesagt. Ja. Einer ist hier vorne, also ich weiß, als wir die Anlage, wir bringen die immer zu einem externen Fotografen, zum Jürgen Wischko, und der macht dann für uns Fotos auf dieser Anlage und wir haben dann eben die Fotoliste durchgeguckt und haben gesagt, wir haben Grenzzeichen fotografiert. Und dann haben wir gesagt, wo sind die denn? Bis wir eben diese kleinen Pilze, das ist eigentlich eine nette Umschreibung, die sehen wirklich nicht größer als ein Pilz hier auf der Anlage. Gesehen haben. Grenzzeichen, ich frage jetzt nochmal ganz dumm, was macht so ein Grenzzeichen eigentlich? Also was zeigt das an? Also das sagt jetzt quasi, wenn wir von einem Gleis aus kommen, wo der Einschnitt der Weiche erreicht wird. Okay. Also wir haben ja mal ein Lichtraumprofil von einem Triebfahrzeug, von einem Waggon. Und ab dem Punkt würde das jetzt quasi das Fahrzeug in den anderen Gleisbereich reinragen. Genau. Okay. Und das signalisiert quasi das Kennzeichen, dass wenn wir darüber hinausfahren, sind wir im weichen Bereich. Okay, das ist ja interessant. Also auch da haben wir Gott sei Dank jemanden an Bord, der einfach ein bisschen mehr Ahnung hat als ich und hier auch wirklich dementsprechend die Expertise für den Modellbahnbereich mitbringt. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, weil da kann man dann auch mal fragen. Und ihr habt auch noch mal ein paar andere Sachen, die euch auch auffallen im Original, wo ihr sagt, das fehlt eigentlich im Modell. Genau. Deswegen ist es sehr schön, wenn man hier im Team auch diese Neuheiten auch entwickeln kann. Kommen immer ganz ordentliche Sachen bei rum. Bleiben wir im Bereich Lasercut. Vor uns, habe ich gerade schon gesehen, sind diese wunderschönen Bahnsteigüberdachungen. Da habt ihr euch auch was ganz Tolles ausgedacht. Ich habe gerade schon mal gespickelt. Die sind geeignet für unsere Hartschaum, aber auch für unsere Lasercut-Bahnsteige, weil die in der Breite anpassbar sind. Genau. Magst du da kurz ein paar Worte sagen, wie? Also du hast ja schon gesagt, wir haben das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir zwei komplett unterschiedliche Bahnsteigsorten haben im Sortiment. Der Hartschaum ist passend fürs C-Gleis, also wirklich für den Abstand zwischen dem C-Gleis und einer Gleisgeometrie gedacht. Der Lasercut-Bahnsteig ist halt für etwas größere Sachen. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Überdachung, dass es halt passend ist für beide Produkte. Deswegen kann man den jetzt kaufen, aufbauen und dann im Schnittbogen, das habe ich auch einmal mitgebracht, kann man sich dann quasi das einmal abtrennen. Also es ist dann angezeichnet, wo man das Ganze abschneiden muss und kann den ganzen Aufbau dann halt verkleinern. Ich lege mal kurz die Karte hier ab, genau, okay. Ah ja, das ist angerissen tatsächlich auf diesem Teil und dann weiß man, wo man da schneiden muss. Genau, also um das visuell darzustellen, das ist jetzt quasi
die Bahnsteigüberdachung in der ungeänderten Variante. Für die Lasercut-Bahnsteige, Genau, da sind das jetzt ist die hier drei relativ in breite. Reihe dran, Ja. jeweils aufgebaut. Und das ist quasi die etwas Kürzere Variante. kürzere Variante Ja. für die Hartschaumbahnsteige. Okay. Die sind etwas schmäler, weil die natürlich zwischen diese C-Gleise auch passen müssen. Und die C-Gleise natürlich mit den Böschungen, gilt ja nicht nur für die C-Gleise, gibt ja auch das Trix-Gleis oder andere Bettungsgleise. Die bauen natürlich ein bisschen mehr in der Breite. Das heißt, du musst da mit dem Bahnsteig ein bisschen schrumpfen in der Breite, damit die dazwischen passen. Und dementsprechend natürlich auch hier ein etwas weniger breites Dach. Aber das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man das hier für beide aus einem Bausatz raus erstellen kann. Das ist eigentlich auch ein Universal-Bahnsteigdach, kann man wirklich sagen, mit jeweils 3 Stützen, wenn ich es richtig sehe. Und in der Länge sind es 27 cm. Das heißt, da kannst du schon mal ganz ordentlich was bauen. Und die sind natürlich auch kombinierbar. Das heißt, wenn du sagst, du brauchst ein längeres Gleis, was du überdachen möchtest, oder einen längeren Bahnsteig, den du überdachen möchtest, dann setzt du einfach 2, 3 davon. Genau, wie wir es hier halt auch gemacht haben. Hier haben wir pro Bahnsteig, wie gesagt, 3 Stück aneinandergereiht. Super. Ich darf das mal Du darfst hier so das mal dein Ding ablegen, genau, in der Hoffnung, dass ich da nichts durcheinander bringe. Diese Bahnsteigüberdachung, die wird zum Preis von 39,99 € als Bausatz erhältlich sein. Der Klebstoff ist wie bei uns üblich bei den Lasercut-Bausätzen mit enthalten. Liefertermin ist auch der Oktober. Also im Oktober gibt es richtig was zu tun rund um die Gleisanlage. Ebenfalls als Lasercut-Bausatz kommt der moderne Zweckbau, ich drücke es mal freundlich aus, eines Stellwerkes bei Niederau. Den haben wir da drüben stehen, oder Niederau, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Du warst da auf Recherchetour, glaube ich, im Hessischen. Ja, ich werde so wünschen bei den Herbstbäumen. Wir haben dieses Jahr so 2, 3 Projekte drin, wo wir nicht so ganz einig sind, ob die so laufen oder nicht, weil sie einfach komplett was anderes sind als das, was wir normalerweise machen. Ihr kennt eigentlich Firma Noch und die Landschaften eher so als verträumtes Allgäu, und jetzt kannst du dieses Jahr dann eher mit diesen Zweckbauten. Da haben bei uns im Haus dann schon ein paar Leute eher komisch geguckt. Aber das hat ja durchaus seine Berechtigung. Also es sind ja sehr, sehr viel städtische Anlagen und auch sehr viel moderne Anlagen, und diese Gebäude in der Form fehlen bisher. Da warst auch du die treibende Kraft. Vielleicht auch da noch mal kurz 1, 2 Worte. Was ist denn da los? Es sind halt meine Herbstbäume quasi. Okay. Also das, was deine Herbstbäume sind, bevor du brennst, sind so dieses Jahr die ganzen Kreationen ums Gleis. Und du hast es ja auch schon so schön umschrieben als Gleiswüste. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch was jetzt nicht so wirklich vom Thema so das ist, was wir die letzten Jahre gezeigt haben. Wobei es bei uns ja auch darum geht, immer mal wieder irgendwas Neues zu machen und zu begeistern. Ja, und Zweckbauten ist eigentlich auch das richtige Wort. Ne? Also die Stellwerk gerade, da gibt es wirklich wahnsinnig viele schon am Markt, aber wenig wirklich in diesem nachkriegszweckigen Charakter. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil wir glauben, dass das nochmal eine ganz, ganz gute Lücke am Markt auf jeden Fall schließen wird. Ja, denke ich auch. Und also bevor da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, das ist so ein internes Necken beim Entwickeln der Neuheiten. Wir stehen schon alle gemeinsam hinter unseren Neuheiten, aber es ist tatsächlich so, dass das eben mal Themen sind, die abseits dessen sind, das, was wir normalerweise machen. Aber ich glaube tatsächlich auch, bei aller Neckerei, dass das durchaus seine Berechtigung hat, weil viele Menschen wohnen in diesen urbanen Umgebungen, viele Menschen, wissen wir auch, bauen diese Themen. Von daher glaube ich schon, dass wir da auch dementsprechend Abnehmer finden. Sehr gut gefällt mir, ist eigentlich noch weniger detailliert, in Anführungszeichen, also noch mehr Zweckbau, der kleine Lokschuppen, den wir hier drüben stehen haben. Lokschuppen Herford, der hat wunderschöne große Industriefenster. Da kriegst du mich ja dann wieder mit sowas. Und den Modellbauer, den kriegst du wahrscheinlich, wenn der seine Lok da reinstellen kann. Und man kann reinschauen, alles drin ausgestalten, wie wir es jetzt gemacht haben. Genau. Und auch mit den LEDs, wo du vorhin schon darauf hingewiesen hast, im Rahmen der Weichenlaternen. Auch sowas kann man natürlich hier wunderbar in diesen Lokschuppen einbauen. Und dann könnt ihr da eine wunderschöne Innenbeleuchtung durch die noch Micro-Room-LEDs einsetzen. Wir haben ja mittlerweile auch sehr viele Themenwelten im Bereich Figuren, wo du Werkbänke findest, wo du Arbeiter findest, Genau. Fässer, Gasflaschen, was weiß ich nicht, was man halt alles so in so einem Lokschuppen wahrscheinlich nicht lagern darf, aber trotzdem gerne tut. Also das auszugestalten ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache, und durch diese großen offenen Fenster hast du eben auch den direkten Einblick. Auch dieser Lokschuppen wird im Oktober kommen, wird übrigens auch für die Spur N verfügbar sein, genauso wie das Stellwerk auch. Das wird auch für die Spur N kommen und für die Spur H0 natürlich. Preise liegen beim Stellwerk bei 79,99 € und der Lokschuppen liegt bei 56,99 €
Und ja, ich habe das hier mal so neckisch mit die inneren Werte zählen angefangen, aber das stimmt hier gerade bei dem Lokschuppen ganz gut. Da kann man natürlich seine wunderschöne Lok reinstellen und sich hier auch sehr dran erfreuen. Aber was mir jetzt persönlich sehr gut gefällt, das muss ich tatsächlich zugeben, ist hier vorne diese kleine Dieseltankstelle. Die ist wirklich super schön geworden. Die war auch so ein bisschen eine Überraschung, die habt ihr so nebenher mitentwickelt und die war plötzlich einfach da. Gefällt mir total gut, weil du halt einmal diesen riesigen Tank hast, der ist 3D gedruckt und ich glaube, du hast gesagt, der wird sogar ein bisschen gealtert noch. Genau, da kriegt er einen Wash drüber, wie man das halt von den Prellböcken zum Beispiel auch schon kennt. Okay. So ein bisschen Patina. Macht das Ganze realistischer. Ja, definitiv. Dann haben wir unten auf dem Betonfeld, sage ich mal, oder auf dem Betonfundament, was hier verbaut ist, auch so Risse mit drin, die da reingelasert werden. Also kriegt einen richtig schönen urbanen Schick. Die Zapfsäule, die mit drin ist, die wird auch in diesem Knallrot schon gestaltet sein. Und das ist ein richtig schöner Hingucker. Und gerade wenn du da jetzt so eine schön dunkelblaue Lokomotive davor stehen hast, also das, da kriegst du mich dann auch. Ja, vor allem die Gitter, die machen es ja wirklich, die runden das ganze Bild perfekt ab und macht das Ganze auch wirklich filigran. Absolut. Die Hütte ist halt auch wieder relativ zweckig, wie wir es auch bei der Gleiswaage schon haben. Das ist halt das ganze Thema dieses Jahr irgendwie auch so ein bisschen mit bei den Lasercut-Sachen. Wirkt sehr stimmig. Genau. Und die, gerade schon gesagt, diese Geräteschuppen, den wir vorne stehen haben, eben auch ein reiner Zweckbau. Hat aber auch, ich sehe jetzt von der Rückseite drauf, eine sehr große doppelte Tür, wo auch jemand hier jetzt rauskommt. Kann man natürlich auch offen gestalten und eben wieder was reinbauen. Zweckbau, wie du gerade schon sagst, teilweise hier ist sogar verklinkert oder halt auf Ziegeloptik. Mal ein etwas schönerer Zweckbau. Ja, darf ja auch mal sein. Darf auch mal sein, ganz genau. Die Farben sind auch sehr gedeckt. Also insgesamt finde ich, es ist ein sehr rundes Programm. Gefällt mir persönlich sehr gut. Kommt auch komplett, also die Dieseltankstelle und der Geräteschuppen, die kommen auch im Oktober. Die werden allerdings beide nur in Spur H0 verfügbar sein und liegen bei 64,99 € für die komplette Dieseltankstelle beziehungsweise 36,99 € hier für den Geräteschuppen. Wunderbar, dann darf ich mich kurz bedanken und ich glaube nämlich schon mal vor. Genau, ich glaube, du hast jetzt nämlich ein Highlight, was das etwas Schönere wieder so ein bisschen zeigt, was aufwiegt. In den Blick rückt, genau. Genau, und ich bereite schon mal die nächste Neuheit vor. Super, freue ich mich drauf. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich verändere jetzt noch einmal meine Position hier. Ich bin nämlich gerade von hinten reingekommen und habe hinter diesen Bäumen noch was entdeckt. Hinter den 7 Bergen, hätte ich beinahe gesagt, bei den 7 Zwergen oder den 7 Tannen vielmehr, haben wir hier ein Highlight dieses Jahres versteckt, und zwar unser Limited Edition Modell. Das Jahresfokusthema lautet ja Zukunftsträume, und wenn wir an Zukunft und Träume der Menschheit vielleicht auch denken, dann richtet sich der Blick ja logischerweise irgendwie ins All. Und deswegen haben wir hier eine Sternwarte dieses Jahr als Limited Edition Modell gewählt. Das Original steht in Tübingen, hier in Baden-Württemberg, und ist im Modell mit dieser wunderschönen Terrasse hier ausgestattet, auf der man auch kleine Ausflugsszenen gestalten kann, weil wir uns dann überlegt haben, wenn wir eine Sternwarte machen, das ist zwar ein tolles Thema, aber wie kriegt man das in so eine Modellbahnanlage gut integriert? Und dann haben wir gesagt, naja, das ist eigentlich ein super Ausflugsziel, wo dann auch hier jetzt sehr schön auf diesem Berg eben aufgebaut ist, wo dann die Modellbahnfiguren vielleicht einen Wochenendausflug hinmachen können, um sich hier bei Kaffee und Kuchen oder vielleicht auch einem deftigen Essen zu erfreuen. Limited Edition Modelle haben bei uns ja immer so ein spezielles Gimmick dabei. Und dieses Jahr ist es so, dass dieser Turm hier natürlich nicht nur dasteht und gut aussieht, sondern wie hier drinnen dieses Teleskop auch auf Knopfdruck, ich mache das mal, bewegen können. Die Kuppel fängt jetzt an, sich zu drehen, und dieses Teleskop hebt und senkt sich. Die Steuerung für diese Kuppel ist mit einem Zufallsgenerator versehen. Das heißt, ihr habt hier keinen festen Ablauf, wo ihr sagt, okay, habe ich einmal angeguckt, läuft immer so, sondern das verändert sich. Also die Drehung geht mal mehr, mal weniger, mal nach links, mal nach rechts, und so entsteht hier ein wunderschönes Schauspiel mit diesem Teleskop. Damit ihr jetzt auch was zu gucken habt, haben wir, abgesehen von dem Teleskop, was hier im Turm verbaut ist, noch einen Projektor dem Modell beigelegt, und der Projektor projiziert einmal einen Mond, also den Mond richtig, an die Decke eures Modellbahnzimmers oder eures Hobbykellers, je nachdem,
wohin ihr eben diesen Mond projizieren möchtet. Und dann hat man natürlich ein wunderschönes Schauspiel, wenn man eben diesen Mond an der Zimmerdecke hat oder vielleicht auch auf einer vorgelagerten Leinwand. Da kann man sich auch mit Sicherheit was Schönes basteln und hier eben diese Sternwarte dann in Bewegung setzen kann. Da entstehen dann wirklich besondere Szenen und das ist ein echter Hingucker, den man dann auch mal Besuchern im heimischen Modellbahnzimmer zeigen kann. Die freuen sich da auch daran. Damit nicht genug, wenn wir dann mal in der Neuheitenentwicklung drin sind. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal davon gehabt, dann fangen wir an und dann fließen die Ideen nur so. Haben wir gesagt, da muss auch noch ein Figurensatz dazu, weil wenn wir schon im All sind und bei Wissenschaft, dann darf doch eigentlich Einstein nicht fehlen. Den haben wir auch als kleine farbgedruckte Figur, er steht jetzt gerade hier vorne, gedruckt und dieses Figurenset hat in der Summe dann noch andere Figuren mit dabei. Wir haben einmal hier jemanden sitzen mit Apfel in der Hand, der ist natürlich unschwer zu erkennen als Newton, der eben hier gerade die Schwerkraft entdeckt hat. Hier hinten sehen wir noch Stephen Hawking, der in seinem speziellen Rollstuhl unterwegs ist. Dann haben wir hier noch einmal den Herrn Kepler mit einem etwas älteren Teleskop, das aber trotzdem ganz gut funktioniert. Vera Rubin haben wir dabei, bekannt im Bereich Quantenphysik, eine wirklich sehr interessante Persönlichkeit auch. Und mein persönliches Highlight, nicht ganz unumstritten, Schrödinger mit 2 Katzen und einer Box. Die eine Katze ist tot, die andere lebt. Wer sich ein bisschen mit Quantenphysik auskennt, weiß, warum das so ist. Das ist auch ein ganz nettes Gimmick, was wir hier als Figurenset eben diesen Bausatz noch beifügen. Klebstoff ist eben auch wieder dabei. Das Ganze ist auf 1000 Stück limitiert, wird im November 2025 kommen zum Preis von 299,99 €. Ja, das wäre es zu den Lasercut-Bausätzen und ich gehe jetzt mal rüber in den Modellbau. Da wartet der Florian ja schon auf uns und der hat da für uns was vorbereitet. So, hallo Florian. Ich habe dir aber ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe dich kaum gefunden. Normalerweise orientiere ich mich so ein bisschen am Chaos, aber ist aufgeräumt. Das hat wahrscheinlich lange gedauert mit der Vorbereitung. Ich hatte gute Hilfe. Ja, sehr gut. Muss man ja ehrlich sein. Du hast was vorbereitet, genau. Sehr schön. Ja, eine Gleiswende, eigentlich in Anführungszeichen nichts wirklich Neues. Die haben wir schon im Programm. Und zwar bisher die Lagis-Gleiswende. Wir haben aber parallel über die letzten Jahre die EasyTrack-Bausätze und dann auch vor 2 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, das EasyTrack Individualsystem dazu entwickelt. Und jetzt waren die Lagis-Gleiswände so ein bisschen das Anhängsel in Anführungszeichen. Und wir haben jetzt neue Gleiswände entwickelt. Die werden in Zukunft ein paar andere Eigenschaften haben, die im EasyTrack-System jetzt erscheinen. Das heißt, das ist die erste EasyTrack-Gleiswende, die wir hier stehen haben. Das Schöne ist an den neuen Gleiswändeln, dass die voll kompatibel sind mit den alten. Das heißt, jemand, der mit den alten Lagis-Gleiswändeln angefangen hat zu bauen, kann hier ganz einfach weiter aufbauen. Also da passiert gar nichts. Also das ist ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, neu entwickelt. Also die Entwicklung basiert schon auf den Lagis-Gleiswändeln, damit das natürlich alles dann kompatibel ist. Genau, ganz genau. Wir haben dann zum Beispiel jetzt hier andere Trassen, wenn ich das schon richtig sehe. Da ist eben ein anderes Material, dieses MDF-Material hier auch verbaut, was die Sache deutlich präziser macht. Wir haben weniger Probleme eben mit der Holzbeschaffung tatsächlich, weil wir mit dem Holz, was wir bisher hatten, das arbeitet etwas mehr und da mussten wir sehr, sehr präzises Holz beschaffen und organisieren. Das ist jetzt natürlich mit dem MDF ein bisschen einfacher, hier eine sehr maßhaltige Trasse auch zu bekommen. Diese EasyTrack-Gleiswände werden verfügbar sein in Spur H0 und auch in Spur N. Grundlegend ist es immer so, dass das auf einem Grundkreis aufbaut und mit einem Erweiterungskreis nachher ausgebaut werden kann. Vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg. Was ist eigentlich überhaupt so eine Gleiswende und wofür braucht man die? Wir steigen einfach so mitten rein, aber vielleicht fangen wir mal gerade da an und vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen helfen. Was macht man eigentlich mit so einer Gleiswende? Eine Gleiswende kommt immer eigentlich da zum Einsatz, wo du eine Höhe überbrücken möchtest. Also sagen, du hast eine andere Ebene, damit das ganze, der ganze Gleisplan, den er hat, irgendwie so ein bisschen aufgelockert ist. Weil wenn alles immer nur auf einer Ebene ist, klar, auch vielleicht dann noch ohne Berge, das ist immer so ein bisschen platt. So kommt halt Leben rein. Und so kannst du halt wirklich Höhe gewinnen, eine andere Ebene gehen auf möglichst wenig Platz. Also dafür ist eigentlich eine Gleiswende da. Ja, um einfach hier in die Höhe zu kommen. Wir haben das ja auch stellenweise in den Anlagen, in Vorführanlagen und so weiter auch verbaut, wo wir dann einfach Paradestrecken hinten haben, die halt über eine Schlucht zum Beispiel führen.
Der Bahnhofsbereich oder das Dorf liegt vielleicht deutlich tiefer und da ist das natürlich eine sehr schöne, elegante Lösung, hier eben zu überbrücken. Jetzt hatte ich vorhin kurz angesprochen, es gibt Grundkreise in diesem System und es gibt Aufbaukreise. Wo ist denn der wesentliche Unterschied zwischen so einem Grundkreis und so einem Aufbaukreis? Nein, der Grundkreis sind eigentlich im Endeffekt 1,5 Kreise, dass du quasi auf der Seite, wo du anfängst, auch wieder rauskommst. Ja. Und der Aufbaukreis ist jetzt eigentlich dann nur quasi eine Rundfahrt einmal. Okay, also das heißt, der Aufbaukreis sind 360 Grad, also ich komme genau einmal rum. Und der Grundkreis, hoffentlich richtig, 540 Grad. Das heißt, du fährst rein und kommst auf der anderen Seite dann im Prinzip mit 1,5 Runden wieder raus. Ja, dann wieder raus, genau. Jetzt hatte ich das gerade, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, in die andere Richtung gezeigt. Jemand, der jetzt diesen spiegelverkehrt aufbauen möchte, weil er hier eben höher rauskommen möchte als da, der kann das auch machen mit den gleichen Bausätzen. Der dreht dann halt einfach die Trasse einmal um 180 Grad. Okay, genau. Also dass sie jetzt nicht nach links zeigt, sondern Ja. in dem Fall dann nach rechts. Das heißt, und dann kannst du linksseitig anfangen von uns aus und kommst rechts reinfahren raus. und kommst auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, wir haben ein Produkt, das funktioniert für beide Varianten. Du kannst nach links nach rechts oder von rechts nach links wechseln. Genau. Das funktioniert hier sehr, sehr gut. Gleissystem habe ich jetzt gesehen, ist hier auch das Märklin-C-Gleis mit den Bettungen verarbeitet, weil unser EasyTrack Individual und die ganzen EasyTrack Bausätze natürlich für dieses Märklin-C-Gleissystem ausgelegt sind. Die Gleiswände funktionieren jetzt aber nicht nur mit dem C-Gleissystem. Genau, die sind eigentlich für alle gängigen Gleise, die wir aktuell, die im Markt verfügbar sind, angedacht. Da haben wir auch einfach den Vorteil, dass alle Hersteller, auch wenn sie eine eigene Gleisgeometrie haben, sich trotzdem irgendwie alle ein bisschen aneinander orientiert haben und dass wir deswegen auch sagen können, okay, C-Gleis passt jetzt zum Beispiel auch für ein Rocco-Gleis oder für Pico oder andere Fabrikate. Ja, super. Das heißt, da kannst du im Prinzip drauflegen, was du möchtest. Ich habe dann gesehen, wir haben verschiedene Radien. Also es gibt kleine Radien, es gibt größere Radien. Nur den kleinsten gibt es eingleisig und die größeren gibt es dann eben zweigleisig, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum gibt es die größeren denn nicht eingleisig? Ja, das Thema ist ja, wenn wir sowieso sagen, wir fangen mit Radius 2 an, dann haben wir offensichtlich ja schon den Platz in der Breite. Nach innen drinne würden wir dann ja aber quasi Platz verschenken. Okay. Und so könnte man natürlich dann sagen, trotzdem, wir gehen zweigleisig hoch, weil der Platz ist ja vorhanden. Auch wenn wir unten mit einer Weiche reingehen und oben mit einer Weiche wieder rauskommen, können wir das Ganze natürlich trotzdem zweigleisig gestalten, um da dann einfach eine Zugkreuzung zum Beispiel zu realisieren. Genau, macht es für uns natürlich auch ein bisschen einfacher, sage ich mal, in der Produktion und auch in der Lagerhaltung. Wir haben halt einen Kreis, auf den du entweder ein- oder zweigleisig drauf fahren kannst. Also wenn du nur den äußeren Kreis verwendest, kannst du mit dem hier eben hochkommen, lässt den inneren frei. Stört auch nicht, weil normalerweise, das gerade erklärt schon, ist das ja auch überbaut mit einem Berg, also das fällt gar nicht auf. Oder wie du gerade auch schon gesagt hast, du kannst jetzt hier natürlich auch so einen kleinen Schattenbahnhof in Anführungszeichen, das ist vielleicht so ein kleiner Profi-Tipp, mit integrieren und kannst sagen, ich baue oben und unten vielleicht eine Weiche ein, dann fährt zwar in einem eingleisigen Tunnelportal jetzt eine Lokomotive rein, innen geht das Ganze aber wieder auf eine zweigleisige Strecke, dann mit einem Ausweichgleis und dann kannst du natürlich einen Zugwechsel sogar machen, was weiß ich, eine Steuerung, dass wenn der eine eingefahren ist, fährt der andere raus, dann kommt auf der anderen Seite ein ganz anderer Zug wieder raus. Oder du stellst einfach im Tunnel was ab. Also nutzen kann man die Fläche auf jeden Fall. Selbst wenn man kein Gleis drauf hat, dann baut man halt vielleicht die Landschaft hier an oder stellt ein bisschen was anderes mit drauf. Also da findet sich auf jeden Fall was, um da eben mit zu arbeiten. Kompatibilität hatten wir gerade schon angesprochen, mit dem alten System ist absolut gegeben. Genau, das heißt, wenn man eine alte Gleiswände schon verbaut hat, kann man die jetzt einfach dazu kaufen, dann in der Höhe aufbauen und das funktioniert. Super. Das ist sehr schön und wie gesagt, durch das EasyTrack Individualsystem habt ihr eben auch die Möglichkeit mit den EasyTrack Stützelementen und auch mit den Trassenelementen direkt hier anzusetzen oder das eben in eure Aufbauten zu integrieren. Und damit ist dieses EasyTrack-System jetzt eigentlich komplett. Ihr habt im Prinzip die Bausätze, die Grundbausätze, mit denen ihr starten könnt. Ihr habt diese Individualbauteile oder Individualbauteile, mit denen ihr hier ausgestalten, ausbauen könnt. Und wenn man dann wirklich sagt, man möchte richtig große Anlagen bauen, wo man eben Schattenbahnhöfe drunter hat oder irgendwo in die Höhe wachsen möchte, dann kann man mit diesen Gleiswändeln jetzt hier auch diese ganze Konstruktion eben sehr, sehr einfach gestalten. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Das besonders Schöne an dem EasyTrack-System ist ja, dass dieser Planungsaufwand da komplett wegfällt und auch die Produktion der eigenen Trassen mit Sägen und so weiter. Vielleicht da noch mal ein, zwei Gedanken dazu.
macht es deutlich einfacher beim Arbeiten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also man spart sich die ganze Sägerei. Du hast es schon angesprochen. Gerade, ich meine, eine gerade Trasse mag vielleicht noch einfach sein, aber sobald man wirklich an Bogen rangehen, es ist schwierig zu sägen, dass man präzise arbeitet und man hat auch wahnsinnig viel Holzverschnitt. Ja. Ne? Also man schmeißt wahnsinnig viel weg. Und du hast es gesagt, es ist einfach, weil wenn man die Anlage plant, ist man sowieso irgendwie in einem Gleisplan unterwegs. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat man auch eine Gleisplan-Software. Und die spuckt eigentlich halt immer auch eine Stückliste raus. Im Fall von Märklin C-Gleis kann man dann auch einfach bei uns auf der Homepage gucken. Die und die Stückliste habe ich von den und den Gleisen. Die und die Teile aus dem Individualsystem brauche ich dafür, kauft sie das zusammen. Und spart sich da quasi auch für den Unterbau die Idee oder beziehungsweise das Planen an sich. Was super ist, weil gerade dieses Planen ist manchmal nicht ganz einfach, gerade mit den Steigungen und mit den Radien auch. Und auf der anderen Seite auch, eigentlich hast du ja keine Lust, sage ich mal, diesen ganzen Grundbau zu machen. Das ist ja eigentlich das, was du willst dich schnell auffällt. vorankommen und was fahren sehen. Du willst eigentlich die Schienen drauf haben, die Gleise drauf haben, dann kannst du nämlich schon mal ein bisschen loslegen, kannst ein bisschen Eisenbahn fahren lassen, kannst dich freuen. Gerade wenn man es vielleicht auch in der Familie baut, mit Kindern zusammen, wo man dann sagt, hey, da muss mal wirklich möglichst schnell irgendwie ein bisschen was in Bewegung geraten. Da ist das EasyTrack-System ideal. Und gerade Sägen und so weiter hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit zu Hause vielleicht einen Hobbykeller zu haben oder du wohnst vielleicht in einem Haus mit mehreren Parteien. Die freuen sich dann auch, wenn du am Heiligen Abend da irgendwie die Stichsäge oder Kreissäge aus der Ecke holst. Und so kannst du eben mit wenig Werkzeug sehr, sehr schön hier eben diese ganzen Radien aufbauen. Und das ermöglicht Modell Bahnanlagenbau natürlich einer ganz neuen Zielgruppe und man findet hier viel, viel einfacher in dieses Hobby rein. Und wenn man das mal alles stehen hat, dann kommt sowieso zum schönsten Teil, dann fängst du an mit der Landschaft, dann fängst du an mit dem Dekorieren und da sind wir ja definitiv zu Hause. Kurz noch vielleicht so ein paar Hardfacts dazu. Es wird 5 verschiedene Grund- und Aufbaukreise in H0 geben. Also wie gesagt, diesen 360 mm Radius, das ist der kleinste, den gibt es als eingleisigen. Alles, was größer ist, ist dann eben zweigleisig. In Spur N werden 2 Grund- und 2 Aufbauradien kommen, die dann verfügbar sein werden. Sehr, sehr schöner Nebeneffekt dieser ganzen Überarbeitung, freut mich persönlich auch. Die Preise liegen jetzt bei 69,99 bis 99,99 € und die lagen bisher im alten System bei 134,99 bis 199 €. Das heißt, wir konnten hier die teuersten Gleiswände tatsächlich im Preis halbieren. Und das ist natürlich was euch auch wirklich zugutekommt, weil was ihr hier nicht reinstecken müsst, das könnt ihr in Herbstbäume, in Betonmauern, in was weiß ich was alles. Schöne Lasercut-Gebäude. Schöne Lasercut-Gebäude, genau. Und da habt ihr natürlich nachher viel, viel mehr davon und deswegen, das freut mich persönlich sehr. Das war ein sehr schöner Nebeneffekt der ganzen Neuentwicklung. Und dafür darf ich mich bei euch im ganzen Anlagenbau-Team auch bedanken, weil das ist ja diese Neuheitenentwicklung echt immer eine absolute Teamleistung. Wir hatten vorhin mal so ein paar Insights immer wieder geliefert. Macht Spaß im Team, kommt immer wieder Neues, Überraschendes raus und wir hoffen, dass euch das auch gefällt. Und an der Stelle herzlichen Dank. Ich werde mich jetzt mal wieder zum Rainer begeben. Der ist, glaube ich, wieder im Bistro unten. Genau, und ich gehe ins Fotostudio, denn da wartet der Heiko auf uns. Ich bin aber wieder im Fotostudio angekommen und nicht wundern, ich habe mich einmal umgezogen, denn jetzt geht es um das Thema Race Center und Ammo. Und mein Modellbahner Herz, das blutet ein bisschen, wenn ich bei dem Thema was Weißes anhabe. Deswegen einmal der Tapetenwechsel und jetzt darf ich Heiko Koch begrüßen, der bei uns die Partnermarken macht. Ich sehe schon, wir haben ein bisschen was aufgebaut. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Was haben wir dieses Jahr Neues? Ja, das sind hier alles die Neuheiten von Ammo Rail Center. Wie wir sehen können, das sind einige, viele Basic-Artikel. Und da würde ich jetzt einfach mal starten mit den Oilbrushern. Ganz interessante Sache, das sind Ölfarben mit einem integrierten Pinsel, was die Arbeiten im Alterungsprozess vereinfacht. Wenn wir das Ganze auch mal aufmachen, können wir den Pinsel auch mal genau sehen. Man sieht schon, der hat eine ganz, ganz feine Spitze, um einfach so Nuancen darzustellen, wie Rostverläufe. Also quasi die ganz klassischen Läufer, irgendwo sifft irgendwas raus und dann... Genau, oder auch Öllecks, solche Geschichten. Und das Praktische an den Sachen ist, dass man eben keinen extra Pinsel braucht. Ja, man spart sich einfach die Zeit vorm Alterungsprozess, das Ganze irgendwie vorzubereiten. Mit einem Pinsel braucht man die richtige Ölfarbe, hat das hier einmal zusammen in einem Produkt und eben halt auch das Saubermachen danach. Das
erspart Zeit und die Arbeiten funktionieren einfach effizienter. Jetzt wird der eine oder andere bestimmt von euch sagen, das Produkt kenne ich eigentlich schon. Das sieht auf jeden Fall wie das aus, was in der Solution Box drin ist. Ist es das Gleiche? Es funktioniert ähnlich gleich. Es ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Hier sind Ölfarben und die Streaking Brusher aus der Solution Box, das sind Emaillefarben. Die Ölfarben, die brauchen einfach etwas länger zum Trocknen, aber sonst ist die Funktionsweise ähnlich bis gleich. Okay. Und das heißt, Genau. da haben wir jetzt quasi 10 Farben, ein Display voll, kriegt man natürlich auch alles einzeln. Genau. Mit den wichtigsten Farbtönen, die man so braucht für die Ja. Patinierung. Kannst du uns was zum Preis verraten? Ja, die Ölpinsel, die kommen auf 4,29 Und sind ab wann erhältlich? €, voraussichtlich ab April. Okay. Genau. Dann haben wir hier drüber gleich quasi das nächste Display. Genau, das sind jetzt 10 verschiedene Acryl-Washes. Viele kennen wahrscheinlich schon die Emaille-Washes von Rail Center, die ja auch ein Teil der Solution Box sind. Und jetzt haben wir eben auch Acryl-Washes, die bieten einfach den Vorteil, dass sie geruchsneutral sind und sie trocknen schneller aus. Die sind vielleicht auch ein bisschen mehr so in der Komfortzone, was die Leute halt kennen. Genau. Also wir haben auch schon viel gemerkt, diese ganzen Enamel-Produkte, die sind für viele noch neu, die kennen sich damit noch nicht unbedingt aus. Und wenn sie halt sagen, okay, ich möchte zu dem zurückgreifen, was ich schon kenne, dann ist das Acrylwash jetzt nochmal quasi eine Ergänzung vom ganzen Sortiment. Genau, einfach eine Entscheidungsfrage, was man lieber hat. Ich schätze mal auch ab April. Genau, Lieferbar? also alle Neuheiten, die hier dargestellt sind, sind voraussichtlich okay. ab April lieferbar. Und die Acryl-Washes, die kommen auf 3,79 €. Hatten wir die auch schon in der Solution Box? Ja. Schon, oder? Also in der deutschen Solution Box ist auf jeden Fall ein Acryl-Wash drin. Ja. Also arbeiten wir eigentlich sukzessiv an dem, was wir mal gesagt haben. Die Solution Box ist quasi so ein Einsteigerpaket und alle Produkte, die da drin sind, kann man nachkaufen. Genau, Da geht's das ist jetzt das immer Konzept, sukzessiv wo wir langfristig hinwollen. Also das sind so die Sachen, die jetzt ein bisschen bekannter sind aus der Solution Box. Und jetzt davon haben wir nochmal 3 andere Sachen. Auch was ein bisschen bekannter und was völlig Neues. Genau, dann starten wir mal mit dem bekanntesten. Wir haben ein weiteres Farbset hier, nachdem Amor ja schon um die 35 Farbsets jetzt im Sortiment hat bei Rail Center, haben wir hier jetzt ein neues Thema, und zwar geht es dabei um die Schnelllackierung der Gleise, beziehungsweise auch natürlich ein bisschen entfernter kann man das Ganze auch anwenden auf die gesamte Modellbahn, weil hier einfach Basic-Farben drin sind. Okay, also einfach nochmal ein Gleisalterungsset, bei dem jetzt aber irgendwie der Fokus schon darauf gelegt ist, das Ganze noch etwas schneller zu machen, also wahrscheinlich auch etwas einfacher zu halten. Genau, darum geht es. Schneller, einfacher, damit auch der Einstieg für Leute ein bisschen einfacher ist, die nicht ganz so einen großen Aufwand betreiben wollen, aber trotzdem mehr Details als der Standard. Okay. Und dann haben wir eigentlich was Neues, was man aber einzeln schon kennt. Genau, wir haben hier jetzt neu eben ein Alterungsset, bestehend aus 3 Emaille-Washes, einem Pigment und einem Effekt. Okay. Das ist einfach 5 verschiedene Alterungsprodukte, die nach dem Prozess der Grundierung und Farbgebung dann kommt. Und das Ganze dreht sich um Depot und Gleise. Also auch wieder ein bisschen ein weiterer Spektrum an Artikeln. Und farblich, wie du sagst, alles für Lokschuppen, für BW abgestimmt. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch alles so dunklere Farbtöne drin. Aber halt keine Acrylfarben an sich, sondern wirklich Wash, Schattierung, Pigmente. Genau, die weiteren Arbeitsschritte. Und wo liegen wir da preislich? Bei dem Alterungsset liegen wir bei 21,99 und bei dem Farbset von eben liegen wir bei 19,99. Okay. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu einem meiner Highlights, nämlich was völlig Neues, was ich nicht nur von der Anwendung interessant finde, sondern auch vom Preis wahnsinnig attraktiv. Die Missing Links. Genau, die Missing Links, das sind Alterungspinselmarker. Die kommen hier in einem gesamten Set mit 12 solchen Markern und einem Blendermarker. Das Coole an den Markern ist, dass die auf Wasser basieren und dadurch eben mit dem Blendermarker und Wasser, was man sich hier oben eingeben kann, einfach verblendet oder auch korrigiert werden kann. Was das ganze Set natürlich auch einsteigerfreundlich macht. Also da geht es dann in der Technik auch darum, irgendwelche Schattierungen zum Beispiel darzustellen oder auch vielleicht Läufer. Genau. Also von der Anwendung wirklich einfach und vor allem auch mit diesem auffüllbaren Stift, du hast ihn gerade schon erwähnt, oder Verblenderpinsel, einfach sehr, sehr gut anwendbar. Genau,
Der Anwendung sind hier eigentlich nahezu keine Grenzen gesetzt. Man sieht ja auch, hier sind sehr viele verschiedene Farbtöne drin, ja, was die Anwendung einfach vielseitig macht. Und das heißt, das kommt zu einem Preis von? 25,99 und wird auch ab April lieferbar sein. Ein wichtiger Hinweis dazu noch, das Ganze sind keine Grundierungen. Heißt, bevor man die Stifte anwendet, ist auf jeden Fall notwendig, das Ganze zu grundieren. Okay, macht man dann mit Klarlack zum Beispiel oder auch mit einem anderen? Also das ist eigentlich der letzte Schritt in der Alterung. Für feine Details. Genau. Sehr schön. Ja, und dann noch ein paar Ergänzungen, die wir jetzt so nicht hier haben, aber sicherlich für Modellbauer sehr interessant, die öfter Alterung vornehmen. Und zwar gibt es die Acrylverdünner und die Emailleverdünner ab April auch im Großgebinde, heißt mit 500 ml, wo man dann doch mal ein gutes Stück weiterkommt als mit den kleineren Flaschen in 35 ml. Genau. Kann man ordentlich mitarbeiten. Und was ganz oft gefragt wird auf Messen, gibt es einen Ammo-Flyer, einen Prospekt, irgendwas? Genau, da das Sortiment ja jetzt auch immer weiter wird und ein Stück weit auch unübersichtlicher, haben wir uns dazu entschieden, dass wir ab April auch ein Prospekt zu Ammo Rail Center bringen werden, was die einzelnen Produktgruppen darstellt, ausführliche Beschreibungen und auch Tipps und Anwendungsbeispiele beinhaltet. Also sowohl für Alterungsexperten, die einfach einen Überblick wollen, aber auch Anfänger, die einfach mal reinschnuppern wollen, gucken wollen, was gibt es überhaupt. Genau, und einfach wissen wollen, was mache ich mit welchem Produkt. Lass mich raten, auch ab April. Voraussichtlich ab April. Voraussichtlich auch Genau. ab April. Dann ganz kurz nochmal ein kleiner Wink zu einer Herbstneuheit. Also wer jetzt wirklich lernen möchte, wie das Ganze angewendet wird, dem empfehlen wir nochmal unsere Home Academy, die jetzt auch neu ist, wie gesagt Herbstneuheit aus dem letzten Jahr, wo man quasi von zu Hause aus dieses schöne Diorama bauen kann. Ist buchbar nur bei uns auf der Homepage, das heißt, ihr geht auf unsere Homepage, sucht nach dem Diorama bzw. nach dem Seminar Bahnbrücke am Fluss und kriegt dann die ganzen Produkte zugeschickt und vor allem einen Link für ein privates YouTube-Video und könnt dann quasi mit mir an dem Rechner oder Fernseher, wo auch immer ihr das guckt, dieses Diorama bauen. Und warum ich das erwähne, ist, weil wir da auch ganz, ganz viele Rail Center Produkte drin haben und man da nochmal wirklich die Anwendung sieht. Dann war es das von uns aus dem Fotostudio. Genau. Von unserer Seite vielen Dank fürs Zusehen und dann geben wir doch mal ab runter ins Bistro. Ja, hier sind wir wieder nach unserer Neuheitenpräsentation in unserem Bistro. Im Hintergrund sieht man das Büro und auf der Seite, ich weiß nicht, ob man sieht, die ganz wichtige Kaffeemaschine. Aber wir haben die Neuheitenpräsentation mit Freude wieder gemacht. Sebastian, du bist gerade runtergekommen vom Fotostudio und wollten Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein paar Informationen mitgeben. Ich habe gleich ein absolutes Highlight dieses Jahr, gibt es nämlich nur alle paar Jahre. Und zwar haben wir am 12. und 13. Juni diesen Jahres in Wangen im Allgäu einen Tag der offenen Tür, beziehungsweise 2 Tage der offenen Tür sogar, Freitag, Samstag. Den schreibt euch auf jeden Fall gleich mal in den Kalender, den Termin. Da machen wir nämlich hier unser 115-jähriges Noch-Jubiläum und wir dürfen gleichzeitig noch 65 Jahre noch in Wangen feiern, was uns auch sehr, sehr freut als regionaler Arbeitgeber. Und wer da zum Beispiel wieder Möglichkeiten haben, den Betrieb anzuschauen. Wir werden die ganzen Neuheiten, die wir euch gerade vorgestellt haben, natürlich live vor Ort haben. Das heißt, ihr könnt euch die in aller Seelenruhe anschauen. Könnt ihr bei uns durch den Flohmarkt durchschlendern und Schnäppchen ergattern. Wir haben natürlich die Modellbauwelt oben geöffnet. Es wird Workshops geben, Bastelvorführungen oder Mitmachaktionen. Für Kinder und Familien wird auch ganz viel geboten sein. Zum Beispiel wieder unsere kleine Aufsitzeisenbahn, die hier durchs Firmengelände fahren wird. Und es gibt natürlich das Wichtigste auch Essen und Trinken hier vor Ort. Also 12. 13. Juni 2026 gleich mal dick gelb im Kalender anstreichen, weil da müsst ihr nach Wangen kommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wer aus irgendwelchen Gründen uns unerfindlicherweise nicht nach Wangen findet im Juni, der kann uns natürlich trotzdem treffen. Wir sind im April auf der Intermodellbaumesse in Dortmund. Im Mai sind wir auf Frauenchiemsee vertreten. Welt der kleinen Bahnen ist dort die Spur-N-Ausstellung. Anfang Oktober werden wir in Leipzig sein, kommen in den Osten hoch, um euch da zu treffen.
Mitte Oktober sind wir dann schon wieder in Österreich, in Tulln. Und das Messejahr werden wir dieses Jahr beenden auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen. Das ist hier bei uns um die Ecke. Die findet immer Anfang November statt. Und wer dahin kommt, der hat wirklich keine Ausrede mehr. Da ist Wangen nicht so weit weg. Der muss mindestens mal in der noch Modellbauwelt kurz vorbeischauen. Ja, das ist jetzt die perfekte Übergabe für mich. Noch Modellbauwelt. Als Sie noch nie bei uns waren, kommen Sie uns besuchen. Wir haben einen richtig schnuckligen Laden oben am Werksgelände dran. Kommen Sie uns auch gerne besuchen zu einem der vielen Seminare, die wir anbieten. Wir machen Seminare für ambitionierte Bastler. Wir machen Seminare, Eltern- und Kindseminare nennen wir das. Dann ist ein Erwachsener und ein Kind ab 8 Jahre mit dabei zum gemeinsamen Basteln. Wir machen sogenannte Partnerseminare, wo man dann im Zweierteam antritt und gemeinsam erlernt, wie perfekter Landschaftsmodellbau funktioniert. Die Themen, die Termine finden Sie alle online auf unserer Internetseite www.noch.de und können auch direkt online buchen. Und natürlich, und das ist bei den Seminaren auch interessant, gibt es vor dem Seminar immer auch noch eine Firmenführung, dass man sieht, wie die Produkte, die man verarbeitet, tatsächlich entstehen. Außer den Seminaren noch eine wichtige Ankündigung. Es wird dieses Jahr wieder einen neuen Noch-Katalog geben. Der wird vermutlich im September gedruckt werden und wir hoffen, dass der dann rechtzeitig für die Modellbahnmessen fertig gedruckt ist. Alle 2 Jahre machen wir einen Katalog, der wird also dann bestimmt an die 500 Seiten haben und einige Highlights und Überraschungen enthalten. Ja, damit sind wir mit unserem Programm durch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für Ihr Interesse bedanken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Modellbahn-Bastelhobby, beim Modelllandschaftsbau und würden uns sehr freuen, Sie dieses Jahr auf dem einen oder anderen Event persönlich zu treffen.